Was sind Metadaten? Das sind Daten über Daten. Gibt man bei Google zum Beispiel Herr der Ringe ein, so weiß Google, dass es sich um einen Film handelt, der eine Länge hat, ein Erscheinungsjahr, eine FSK-Freigabe und so weiter. All dies sind Metadaten über den Film Herr der Ringe. In der Chemie sind es Daten zu verwendeten Stoffen, Reaktionen, Messungen und vielem anderen mehr. Beim Herr der Ringe-Beispiel sagt uns die Zahl 93 Millionen zunächst nichts. Erst mit der Beschreibung Budget in US-Dollar verstehen wir sie. In der Chemie wird 141,4 nur sinnvoll mit der Beschreibung Cas. Forschende haben schon immer Metadaten zur Beschreibung ihrer Notizen verwendet. Wichtig in der Wissenschaft sind Metadaten, weil Forschungsdaten nur dann von anderen Forschenden, aber auch Maschinen gelesen werden können, wenn sie sinnvoll beschrieben sind. Aber was passiert, wenn manche Publication Year schreiben und andere Publication Year? Menschen verstehen das noch, Maschinen nicht mehr. Deshalb sind Metadaten standardisiert, und zwar für fast alle Wissensgebiete. Schema.org bietet zum Beispiel Listen von Metadaten mit exaktem Titel, Typdefinition und Beschreibung. Wenn sich alle an dieselben Standards halten, werden Missverständnisse ausgeschlossen. So wie beim Mars Climate Orbiter, einer Raumsonde, die verloren ging, weil die zwei beteiligten Teams sich nicht über die Verwendung metrischer bzw. angelsächsischer Einheiten verständigt hatten. Wo kommen die Metadaten eigentlich her? Erstens, manuelle Eingabe der Metadaten beim Hochladen in ein Repository. Das ist möglich, aber zeitaufwendig. Zweitens, Upload vorher erstellter Metadaten. So kann man in aller Ruhe die Metadaten vorher zusammentragen. Oder drittens, aus einem ELN. Das ist am einfachsten, weil das ELN die Erstellung der Metadaten bereits während der Arbeit unterstützt. Was ein ELN ist, erklären wir in diesem Video. Erst durch Metadaten werden Daten fair, also auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar. Warum ist das wichtig? Die DFG erwartet es für geförderte Forschung. Zweitens kann ich KI nutzen. Die kann aber nur mit fairen Daten vorher trainiert werden. Drittens hilft es vor allem anderen Forschern, aber auch dir selbst, wenn du später noch einmal darauf zugreifst, deine eigenen Daten zu verstehen. Wenn du Fragen hast, melde dich einfach.